go, wir starten aber erstmal. Kein einziges Video auf TikTok, kein einziges. Ich wollte es die ganze Zeit mal machen, ne? Ich habe nie Bock gehabt. Nee, heute ein bisschen kürzer, weil ich will hier noch alles vorbereiten, dass wir nächste Woche Dienstag locker flockig starten können. Ohne irgendwas im Nacken zu haben. Das muss erledigt werden, das muss erledigt werden. Deswegen ein kurzer Stream. Ein kurzer, aber ein schöner. Wird lustig. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe ja, wie gesagt, die Demo angetestet und Alter. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe alles geskippt. Ich wollte einfach nur kämpfen. Und ich habe so Bock auf Stranger of Paradise. Alter. Eieiei, das wird ein tolles Game. Richtig hyped. Ich habe so ein mulmiges Gefühl hier gerade, weil hier sind keine einzigen Gegner. Was? Was? KGB? Ein KGB. Wäre das schon richtig? Clip-Funktion ist auch jetzt überarbeitet. Man kann wieder Clips machen. Mit Ausrufezeichen Clip. Jetzt tut es bitte nicht. Es passiert ja noch nichts. Obwohl, man kann es trotzdem. Ausrufezeichen Clip. Funktioniert. Clippt mal jemand. Oh, wow. Lol. Moment. Scheiße, ich habe meinen Discord gerade auf einem anderen Bildschirm. Scheiße. Wow. Hey, das kann ich gleich auf TikTok machen. Ich habe das eigentlich schon öfters vorgehabt, aber wie gesagt, ich bin einfach zu faul dafür. When and how did Aifread disappear exactly? And how did you two meet in the first place? You know, you ask an awful lot of questions about us. What? I don't mean to pry, really. Perhaps it's a habit I picked up from my work. Drat. It seems I've been digging too hard. No matter. Aifread vanished about a year ago. He agreed to fight a duel against someone, and secretly left to meet his opponent. Once we figured out what was happening, we rushed to the scene. But all we found was the aftermath of a fight, and a pendulum. Was Zavid his opponent? Given his choice of weapon and his ability to fight, I'd say it's likely. What I don't get is why Aifread would end up captured and imprisoned by the Abbey after a fight with a stray Moloch. The Abbey had him prisoner? On their island. Until an exorcist named Melchior took him away, that is. What? Lord Melchior did? The Abbey would have captured Aifread about a year ago. Surely it must have caused quite a stir. I was simply patrolling. I wasn't involved in any such operations. Oh, but I do remember that we suffered a great number of casualties around that time. I never heard why, and when I went to investigate, I found no records of any major deployment. And then I was ordered to cease any such investigation by Lord Melchior. That's fishy. He wanted to hide something, clearly. And I think I'm starting to get a picture of what it was. And it involves the Abbey? Macht das, Ragnar. Ne, okay, Clip-Funktion geht. Alles super. Dupi. Oh Gott, da ist irgendwas drin. Ah, das ist Böses im Busch. Das Böse. Oh, guck mal, hier ist noch Loot. Ey, ich bin einfach echt hyped. Ich hab so Bock auf Stranger of Paradise. Holy shit. Das wird eine tolle Woche. Eine Supi-Woche. Eine Supi-Dupi-Woche wird das. Man wird mich mehr auf dieser Plattform sehen, die sich Twitch nennt. Aifread. So, this is Von Aifread. Eizen, it's good to see you again. So you're alive. You could have sent a letter. When have you ever written a letter to another man? True. Aside from my little brother, not even once. Your brother? Ah, yes. You told me that once. Eizen, why? I've got no brother. Lul.
Enough of your tricks. Thanks for luring him out. I owe you one. Zavid. Now come on out, you old coot! Lul. Lord Melchior. Breaking through my double illusion. Impressive. I'm making a point not to fall for the same tricks twice. I shouldn't have let you get away last time. I won't make that mistake again. Lul. Why am I here? Her consciousness has returned, so that is its power. He turned her into a demon. What? This can't be happening. A chain reaction. Your Reaper's curse is quite the dreadful affliction, isn't it? Don't you run away! Lul. Irgendwie hoffe ich, dass der Wade irgendwann sich der Party anschließt. Er hat Pistolen. Wir haben noch keinen Fernkämpfer so richtig. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre toll. Mein Controller redet wieder mit mir. Fuck. Ich habe einfach 6-mal. Lul. Bin ich jetzt erst. Ich kann zweimal hintereinander. Oder auch nicht. Hä? Warum geht's nicht? Ah doch jetzt. Lul. Mach das. Alex, mach das. Ich bin halt noch am Überlegen wegen Chrono Cross. Als noch am Überlegen, weil ich werde wahrscheinlich doch nicht frei machen. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht. Warum kann ich ihn nicht töten? What the fuck? Das ist ja einfach nur tanky as fuck gerade. Ja, das ist merkwürdig. Irgendwie kann ich ihn nicht hops nehmen. Warum auch immer. Warte mal, habe ich Dings eigentlich dabei? Oh lol, das sehe ich jetzt erst. Dass Eleanor dabei ist. Nicht Eizen. Das ist nicht so doll, das mag ich nicht. Charakter wechseln. Und wollen natürlich. Hä? Kann ich so nicht wechseln? Warte mal, bin ich doof? Wie ging das nochmal? Hä? Hä, wie konnte ich nochmal durchwechseln? Oder geht das nicht? Ach, scheiße. Was noch? Tales of... von 10 oder 10? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin ja überlegen, ob ich vielleicht Chrono Cross auslasse. Maybe. Weil wie Ende April habe ich ja eine Woche Urlaub wieder. Hab ich ja vor, dass wir Dings zocken. Elden Ring.
Looks like you got caught in your own trap, old man. Oh, are you sure about that? What the? I'll take care of the last one. Oh. Okay. He just saved the wyvern? You folks jump in and kill without a second thought. Is that your creed? Marvelous. Your Siegfried is just the power I've been looking for. What? My work here is done. The hell did you do? Wait, damn you! Follow them! Hallo, schmeckt. Da bin ich die Woche nett. Magst du keinen Elden Ring oder was? Zur anderen Kombination mit 3 oder mehr Seelen während eines Luftschlags gedrückt halten. 0. Magst du keinen Elden Ring? Where the hell did they go? Find them. They can't have gotten far. Habe ich schon mal gesagt, dass mich das triggert, wenn mein Controller mit mir redet? Es triggert mich, wenn mein Controller mit mir redet. So, erstmal kurz switchen. Will Eizen wieder drin haben. Warte mal, waren wir? Ne, da war kein Weg, oder? Nicht ein Weg. Eine Katztruhe. Okay. Achso, ich habe auch die Expedition gar nicht gemacht. Ihr habt gar nichts gesagt? Elden Ring ist Liebe. Oh ja, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und hallo Don. Hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du dabei bist. Please hold the line. Ich bedanke mich gleich. Malos. Hurra. Runde Nummer 3. Gerade auch schon mit den Kopfschmerzen. Gerät aufgestanden und mit Kopfschmerzen. Alter, ist das laut. Dankeschön, vielen Dank für deinen Resub. 140 Cuts. Was? Derzeitige Anzahl Cutsgeister, 105. Oh, lol. Ich habe nicht genug Cuts. Vielen lieben Dank. Ab 100% bei Elden Ring, deswegen. Ach so. Okay. Nee, ich hab Bock auf Elden Ring. Ich hab auf jeden Fall Lust. Einfache Schleife. Hey, da geht's gar nicht weiter. Velvet's demon hand. It's such a mysterious weapon. I can only imagine how much of a threat it will become to the Abbey. This calls for a clear-headed breakdown of everything I know about it so far. It changes shape in a flash, and can devour most anything. How must that feel, to devour something with your hand like that? But it doesn't devour the bandages that cover it up. Maybe they're protected with some sort of special art? Likewise, the rest of her outfit can't be ignored. One would think she wouldn't want to wear such ragged clothing, yet she clearly has no inclination of buying something new. I suppose that could be taken to mean she has some sort of attachment to it. But that top is really big for her. Like it was made for a man. Maybe she wears that outfit in memory of someone important to her. I'd better not touch it then. I know I may not look it, but I really am good at sewing. Maybe I should suggest mending her clothes rather than outright replacing them. On the other hand, that fabric looks like it would be hard to push a needle through. I could be in over my head. But the tougher the fight, the more I get fired up. Of course, Lord Artorius would probably scold me if he heard me talking like that. Who'd scold you for what now? Oh, well, I was thinking about sewing. I mean, your clothes, they're all beat up, and I thought that if I offered to mend them for you, you'd probably scold me. Wouldn't you? You'd mend my clothes? Have they been worrying you that much? I mean, not like constantly or anything. It just crosses my mind from time to time.
Are you good at it? Yes. I'm told I come across as awkward sometimes, but if nothing else, I'm good with my hands. I see. All right, if I ever need it done, I'll come to you. Good. Just leave it to me. Are you feeling all right? You're really sweating. The heat and the cold doesn't bother me at all. But you're a human, so you need to take care of yourself. And if you keep soaking in your own sweat, you'll catch a cold. Besides, I don't imagine it feels that great. You should keep washing and bathing on your own schedule, like however you did before falling in with us. Just let me know and I'll make it work. Because the guys aren't considerate enough to stop and ask you if you need to. Sure. All right. Thanks. That was a surprisingly normal thing for her to say. I probably shouldn't bother with her clothes for now. We girls have to be considerate of each other. Lol. Diese Skits sind geil. Malus, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Hoffe, dir geht's gut. Achso, ich muss gut ändern. Rogo ist auch fertig. Perfekt. 8 von... Angriff plus 10%. So, wo sind die jetzt abgehauen? Ich finde Tales of geil. Tales of gefällt mir immer mehr. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt hier wird. Zu Berseria gibt es kein Anime, oder? Nur zu Berseria. Damn, you sure got some speedy legs for an old fart. I'm glad to see you're okay, Zavid. It's not me that I'm worried about. Melchior was highly interested in your weapon. And yet he didn't steal it. Surely a legate like him could snatch it if he wanted to. Why bother stealing it when you can just copy its hidden formula? Some arts can decipher the workings of other arts in a split second. And guess what Melchior's specialty is? As he left, he said, "My work here is done." The Abbey must have some use for that unknown art. Who knows what? After all, they brought it here from another continent. And we'll find out what they're after and crush it to dust. Let me ask you just one question. Why do you have Siegfried? I'm counting on you, he said. Back when I served the Exorcists, they sent me on a mission to capture Aifread. Zavid, you were once their slave? Yeah. My mind was under the influence of Inominat's domain. But when Aifread aimed this baby at me, one shot was all it took to open my eyes. The fight we had after that was one for the books. He might have been a human, but that guy was a beast. Put a song in my soul. But then Melchior had to jump in and spirit Aifread away with one of his damned illusions. That old bastard. Playing tricks with people's minds. But why'd he grab Aifread and not Siegfried when he had the chance? He probably didn't know at the time that this guy was the real prize he was after. But Aifread knew. Right before he was taken, he distracted Melchior long enough to hand Siegfried over to me. Well, that's all I know. Whether you believe me or not is up to you. Got it. We're done here. Huh? That was easy. Aifread only says I'm counting on you to people he trusts. Is that so? So, what are you gonna do now? Gotta keep looking for Aifread. Still gotta give this back and settle our score. I doubt you have much time left to get that done. I'd hazard a guess that until now, Melchior was unaware what Siegfried could really do. In other words, he and the Exorcists weren't able to interrogate anything out of their captive. And now that Aifread's no longer needed,
I see no reason for them to keep him alive. You think I don't know that? If you really want to save Aifread, you probably ought to team up with us. Nope. Oh ja. No can do. Why not? You lot will do anything to achieve your goals. Even kill. Sorry, I'm a fighter, not a killer. I won't steal a single life. That's just my creed. And I've got no intention of changing our pirate creed either. Eizen and Zavid have their own creeds. They both have such strong principles, even though they're so different. Just like humans. Ich mag die Dialoge, die sind echt cool. Dann auf jeden Fall genug trinken, Malus. Hopp, auf, 500 Milliliter Wasser, gib ihm, let's go. Nein, gute Besserung. Kopfschmerzen sind scheiße. Ich spreche aus Erfahrung. Gibt die regelmäßig. Nee, Kopfschmerzen sind das Schlimmste. Vielleicht kann irgendjemand mal die Zeit nehmen. Ich möchte jetzt Dienstag 12:30 Uhr haben. Uhr wäre jetzt schön. Würde mich freuen. Für all die, die es nicht mitbekommen haben, der Sendeplan hat sich für nächste Woche komplett geändert. Wir werden jetzt ab 13 Uhr streamen. Außer am Donnerstag, da werde ich das um 17 Uhr streamen. Samstag nehme ich mir frei. Dafür werden wir wahrscheinlich Freitag ein bisschen länger machen. Also ich kann jetzt sagen, wie lange ich allgemein streamen werde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ich werde keinen 24-Stunden-Stream oder so ankündigen. Ich werde einfach mal gucken, wie es am Dienstag läuft. Aber ich würde eher sagen, dass ich dann sage, okay, ich mache Freitag länger. Wisst ihr, wie ich meine? Also wir werden mit Sicherheit am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag keine 3 Stunden streamen. Das ist, glaube ich, klar. Denn wir sind auf einer Mission. Final Fantasy Stranger of Paradise 100%. This is the mission. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Huch. Wird auf jeden Fall eine Zeit lang streamen, sagen wir mal so. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich Final Fantasy 7 Remake Rekord breche. Nee, warte mal, das hatte ich nur 24 Stunden. Mein Rekord war Dark Souls 1 damals, mit 30 Stunden. Aber ich glaube, den werde ich nicht brechen, weil zu dem Zeitpunkt war ich arbeitslos und hatte 3 Tage lang keinen Strom. Das sprich, ich habe 3 Tage durchgepennt. Dementsprechend konnte ich halt lange streamen. Ich glaube, diesen Rekord werde ich nie wieder brechen können. 30 Stunden am Stück. I'll cut down anyone in my way. I'll finish this. Naja, aber allgemein halte ich nichts mehr davon, halt 24 Stunden Streams anzukündigen. Kann natürlich sein, dass es, keine Ahnung, am Dienstag so sein wird. Okay, ist noch ein bisschen krass. Also ich habe auf jeden Fall vor, bis in die Nacht rein. Am Dienstag. Bis in die Nacht auf jeden Fall. So, was ist da? Weil da ist so ein komischer Weg. Mal gucken, vielleicht werden wir am Sonntag den ersten Speedrun wagen. In diese Stranger of Paradise. Habe ich ja schon gesagt, dass ich da gerne einige Runs drin machen möchte. Weil sich das halt auch super anbieten könnte.
sonntags als Ausweichprogramm. Für den einen oder anderen Speedrun zu machen. Oh Gott, da geht's weiter. Oh Gott, da geht's auch noch runter. Okay, ich glaube, hier müssen wir später hin. Oder gehen wir jetzt hin? Ja doch, komm, wir gehen jetzt. Jetzt sind wir schon so weit runtergelaufen. Dann können wir jetzt auch da runter gehen. Okay, da ist ein Tor. Ah, das ist hier das. Ah, hier waren wir. Okay, hier waren wir schon. Okay. Da waren wir schon. Ich habe ultra Lust, Speedruns auch in Stranger of Paradise zu machen. Hätte ich schon Lust drauf. Muss das Essen wieder switchen. Ich habe nur noch das. Scheiße. Okay, da kommen wir nicht weiter. Warum auch immer. Vor euch seht ihr die unüberwindbaren Tore von Vordingen, der Festung am Meerestor. Die Ehre dieses Ortes ist unantastbar. Niemand kommt hier unbefugt hindurch, weder mit List noch Gewalt. Wie komme ich nochmal zurück? Da lang, oder? Autsch. I hope I did a good job. Sag nein, Stani, er hat ja gesagt, er ist im Lurk. Sonst hätte man ja wegen diesem Containerhaus ein bisschen noch quatschen können. Quatschi Quatsch. Wie ist eigentlich bei euch? Wer wird alles Stranger of Paradise spielen oder eher nur angucken? Ich werde natürlich spielen. Ist ja klar. Naja, das, was ich gesehen habe, das hat mir schon super gut gefallen. Ich habe zwar nur 20 Minuten gespielt, aber es sah richtig, richtig nice aus. Ja, also ultra gespannt, wie die Story ist. Falsche Taste. Warte mal, Sümpfe? Hä, was bedeutet das hoch? Da ist ein Fragezeichen bei dem Tunnel. Wie komme ich da hin? Ach, hier. Vielleicht sollten wir mal zu dem Tunnel gehen. Erstmal looten. Schauen wir mal, was uns in dem Tunnel da erwartet. Unterirdische Passage. Hier? Doch, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ganz am... Nee. Ja doch. Oder nicht?
Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich zurückkomme. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ich hab's vergessen. Well, let's move on. Ich glaube, hier waren wir schon. Oder ich verwechsel das gerade. Ich bin mal gespannt, wie lange wir mit Berseria brauchen. Autsch. Weil wir sind ja schon fast bei 20 Stunden. Hey, is everyone all right? Mal gucken, ob wir Berseria toppen oder nicht. Gefühlt ja. Also müssen wir länger brauchen werden. I was just getting warmed up. I thought I smelled someone pondering. What's on your mind, Laphicet? I know Siegfried comes from another continent and all. But do you know anything else about it, Ropero? Nope, can't say I do. All I care about are swords. That contraption doesn't interest me much. I suppose that makes sense. But it looked real powerful. Just guessing based on how we saw Zavid use it, I'd say it amplifies his power somehow. An amplifier. It's true that he seemed to get stronger when he fired it at himself. Yeah, and it gave that dying legendary wyvern enough strength to escape. But wasn't it also what he used to dispel Melchior's illusions back there? That was also amplification. The Malachim are the source of his arts. The relic pushed them past their limits and kablooey. Suffice it to say, it can be used both offensively and defensively. It must be very hard to master. More important is what the Abbey plans to do with it. Not that I really care. Lul. Aber wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, sonst wäre ja kein Dialog entstanden. Würde ich mal so vermuten. Autsch. Achso, haben wir eigentlich neue Artists? Nope. Okay. Keine neue Artists sind immer gut. Zumindest die, die wir noch haben, weiterleveln. Finde ich gut. Dupi. Expedition. Das ging aber jetzt flott, oder? Take a look at this. Oh, wow. Sonst haben wir überall frei, gell? Scheint so. BB Ragnar. Welcome back. Du hattest dich auch mal schlau gemacht wegen Containerhaus oder wegen Campervan? Ich habe das Thema gestern erst gefunden. Ich fand das ultra interessant, gerade mit so einem Campervan. Von den Containerhaus-Dinger habe ich erst später erfahren.
Ich finde das Thema aber ultra interessant irgendwie. Einfach irgendwo ein kleines Waldgrundstückchen gekauft und da was hingebaut. Das wäre schön. Ein paar Solardinger oben drauf. Let's go. We're finished here. Let's go. Hallo Kirito. Wie geht es? Wie steht es? Wie geht es? Schön, dass du dabei bist. Hoffe, dir geht's gut. Ne, keine Ahnung. Das hat mich schon so mega interessiert. Ich finde das halt interessant mit dem Umbau von so einem Campervan, beziehungsweise von so einem Sprinter. Aber kein Geld dafür. Ich fand es trotzdem interessant. Did you see that? I beat it. Dann habe ich gestern auch jemanden gesehen, der sich ein komplettes Gaming-Setup drin hat. Das sah auch ultra interessant aus. Dann ging wieder die Fantasie durch Kopf. Stellt euch mal vor, ich würde sowas machen. Ich bin am Meer und bin nebenbei am Stream. Jeden Stream einfach eine komplett neue Location als Background. Teils auf Greenscreen. Auch gerne machen, aber naja. Ich würde das eiskalt bringen. Ich würde dann so ein Setup bauen, wo ich quasi hinten alles offen habe und dann von da aus streamen könnte. Ich würde sowas machen. Ich hätte da mega Bock drauf. Ich wäre da Feuer und Flamme. Ach, hier sind wir wieder. Lol. Warte mal, kann ich nicht theoretisch? Oh ja, stimmt. Ich würde mich direkt hinporten. Lul. Etwas kurze Nacht, weil wir Geburtstag von einer Freundin reingefallen haben. Nice. Jo, mir geht's auch soweit ganz gut. Kann und will mich nicht beschweren. Wie gesagt, bei mir ging dann wieder gleich die Fantasie durch. Ist schlimm. So, man könnte dann das und das und das und das. Fluorid-Anhänger, heben wir mal auf. Zur Ausrüstung. Ne, wir machen erstmal aufwerten. Fluorid-Klinge, let's go. Ach, guck mal, die Dolche. Ah, ne, wollten wir aufheben. Bronze-Klumpen. Fluorid-Puppe müssen wir auch aufheben. Den Anhänger müssen wir auch aufheben. Oh, Ohrringe auch. Warte mal, das können wir aber aufwerten. Pechschwarze Weste ist Silberklumpen sogar, scheiße. Fluorid-Montur können wir upgraden. Perfekt. Stiefel. Wollte gerade sagen, warum sehe ich hier nichts, by the way. Cool. Verlegen. Dann zerlegen wir mal die Stiefelchen. So, den Rest können wir verkaufen. Ein bisschen Money in the Tash. Die Westen, glaube ich, haben auch nicht so wirklich was gebracht, ja. Können wir eigentlich auch alle verkaufen. Nie, Freunde. Wow. Ja, stellt euch das mal vor, das wäre so geil. So, heute am Meerstream, morgen in den Bergen. Oh, das wäre echt so geil. Oh. Ich will so einen Bus bauen.
So. Möbius-Schleife. Keine Ahnung, für was das ist. Das ist Fluorid. Schauen wir mal. Fluorid-Schleife, Gürtel. Fluoridspeer. Gott. Puppe, das. Oh Gott. Gürtel können wir verkaufen. Das brauchen wir. Da können wir einen verkaufen. Warte mal. Art der Verteidigung. Ne. Den hier. Fluoridweste. Ja, können wir eigentlich auch verkaufen. Ivo. Werten wir die Stiefel auf. Dann haben wir nämlich alle +3. Bis auf Dings. Eizen, wie ich gerade sehe. GG. Oh Gott. Hui. Boah. Okay, Fluorid würde ich noch nicht kaufen. Hier haben wir alles. Ne, Trank des Lebens brauchen wir nochmal. Ganz ehrlich, wir können jetzt eigentlich auch den anderen Stuff zum Essen holen. Zumindest so 25. 30. Wir zumindest mal was anderes haben. Ne, keine Ahnung, es wäre so geil. Eigenen Campervan umbauen. Einfach reisen. Einfach verreisen. 2 Kriterien. Geld und Partnerin. Katzen würde ich natürlich mitnehmen. Das ist doch logisch. This big storm came and swept me out to a Class 4 island. And let me tell you, it's as bad as the rumors make it sound. I wanted to just wait it out in a shipyard somewhere, but then the water turned all gooey. Then I had these jellyfish things coming onto the deck, and before I knew it, slugs were swimming around in the damn ocean. Wouldn't the salt in seawater mess up a slug? Yeah, that's what I thought too, but these weren't no sea slugs neither. It was scary, I'll tell you that much. You want my advice? Stay the hell away from that island altogether. But if you do go, watch out for that gooey stuff. What did that pirate mean by Class 4? I've never heard of that. It's a classification the Abbey uses to help inform their strategy, an estimation of how well they've been able to manage the demon outbreak in an area. Administrative Zone Classes 1 through 3 have been assigned a suitable contingent of exorcists to guarantee the population's safety. So, Class 4 administrative zones are ones that are still unsafe? In a perfect world, the entire kingdom would be protected, but there's just not enough manpower to go around. The Abbey doesn't send exorcists to remote areas and far-off islands. Instead, they avoid casualties by making those areas off-limits. But that pirate mentioned he'd come close to an island. Are those policies actually enforced? They send out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. So you're free to dive into the deep end if you want, but no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 administrative zones? I've heard of 10 such regions in my time working as an inspector for the Abbey, but I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandoned this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. If we go there, we're gonna want to be prepared. Du kannst nun zu einer Verwaltungszone der Klasse 4 gehen. Ich weiß noch nicht genau, wo die sein soll. Und hallo Manuel, schönen guten Morgen. Wie geht es, wie steht es, wie geht es? Wie komme ich aber zu dieser Verwaltungszone 4? Ich habe nur zur Hälfte was mitbekommen. First mate! You're all right! Sorry to worry you. And the captain? It turned out to be a fake. But now I know the real one's still alive somewhere.
Well, of course he is. Not that he has a lot of time left. What do you mean? Calm down. I'll explain later. Eizen! You stay calm too, okay? And you've all taken your salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir, this sickness was tiny potatoes. All right. Then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. The Pirate's Creed, huh? There's worse out there. Jo, mir geht's soweit ganz gut. Kann mich nicht beschweren. Nee, hier ist nichts. Die Mannschaft ist wieder da. Und zwar fieser als je und je. Wir setzen Kurs auf wie es sollt. Zone Klasse 4. Abweichler Viertel. Gehen wir mal dahin. Schauen wir mal, was da ist.